Hallo, so beautiful bei Sohalt. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Magnetische Wellen, die auf das Gehirn einwirken, gleichzeitig eine Wellness-Anwendung sein sollen. Die Delta-Gehirnwelle, die Theta-Gehirnwelle, die Alpha-Gehirnwelle. Wenn man diese Wellen auf sein Gehirn einwirken lässt, dann kann man besser schlafen, reduziert Stress, das ganze Wohlbefinden steigern, Schmerzen lindern. Das hört sich für mich sehr, sehr nach Science Fiction an, aber wir sind jetzt schon in der Zukunft angekommen und das ist tatsächlich eine Wellness-Anwendung, wo wir großes Glück haben hier zusammen, dass wir das hier testen dürfen. Denn diese Crystal Wave Kristallmatte ist komplett neu auf dem Markt und wir probieren sie hier zusammen aus. Du wirst meine ganz echte, ehrliche Meinung dazu hier bekommen. Ich werde eins von den 4 Programmen hier live mit euch testen. Ich werde euch sagen, wie diese Matte funktioniert, also wie man sie anwendet und was sie alles bewirken soll. Also sei gespannt und bleib dran. Falls du noch kein Abonnent meines Kanals bist und dich solche Videos interessieren, dann abonniere mich jetzt gleich und vergiss nicht, die Glocke auch zu aktivieren. Ich freue mich über jeden einzelnen Abonnent. Vielen lieben Dank, ihr seid spitze und ohne euch würde mein ganzer Kanal nicht funktionieren. Crystal Wave sagt schon der Name, es geht um Kristalle und um Wellen. Und zwar geht es um Kristalle und um Magnetfeldwellen. Und die vereinen sich in der neuen Koana Kristallmatte. Die gibt es schon in der kleinen Go-Variante. Also die ist wirklich sehr kompakt. Die Matte, die ich jetzt hier habe, ist die große für den ganzen Körper, wo du dich einmal komplett drauflegen kannst. Die erhitzt sich, also sie wird nur so heiß, wie du es willst, sagen wir es mal so. Also sie erhitzt sich, wie du es haben willst, wird leicht warm oder wärmer und verwendet dafür fernes Infrarot, dazu komme ich gleich noch, und strömt gleichzeitig noch Magnetfeldwellen aus in dem Wellenbereich, den du einstellst. Und dazu erzähle ich auch gleich mehr. Also die ist jetzt ganz neu, seit August auf dem Markt bestellbar. Faszinierend finde ich schon mal, dass es eine nicht Massagematte, ich will dauernd Massagematte sagen. Nein, eine Wellnessmatte ist, die echte Kristalle enthält über die gesamte Länge hinweg, und zwar Turmalin, Jade und Amethyst. Die haben auch eine spezielle Wirkung dann auf den Körper, dazu komme ich auch gleich noch. Das ganze Design ist auch so edel. Also ich habe sie vorhin ausgepackt und muss sagen, wow, ich bin wirklich sehr, sehr überzeugt von dem Design, wie es sich anfühlt auch. Es ist hochwertiges Kunstleder, das merkt man, und die Kristalle sieht man auch. Die sind da eingewebt und es sieht so hübsch aus. Also alleine das bringt schon ein Wellness-Gefühl, und ihr seht, ich habe mich jetzt auch schon in Yoga-Kleidung geschmissen, damit ich hier nämlich gleich gebührend diese Matte ausprobieren kann und es dabei auch gemütlich habe, denn darum geht es ja auch. Es soll ja auch ein entspannendes Wellness-Gefühl sein. Die Matte kommt in so einer super praktischen Tragetasche. Da ist alles drin und man kann sie hier auch wieder gut einpacken. Also es ist nicht zu eng, das liebe ich. Hier ist der Stromstecker drinnen. Und das ist die Massagematte. Lasst uns die mal auf dem Boden auslegen. Ich sitze jetzt hier schon mal ziemlich bequem auf der Matte und habe gelesen, dass sie eine gewisse Zeit braucht, bis sie sich aufwärmt. Deswegen werden wir sie jetzt erstmal am Strom anschließen. Mal schauen, wie lange es dauert. Und eine Temperatur auch einstellen. Also das ist dann das Steuerungsgerät, deine Fernbedienung. Die hat ein normales Stromkabel. Dann muss man die zweite Seite an der Matte anschließen, damit sie Strom bekommt. Das ist hier so ein Sicherheitsstecker. So. Dann schalten wir sie ein. Den Timer kann man jetzt einstellen, wie lange man die Anwendung haben möchte. Für die Magnetfeldbehandlung empfehlen sie 20 Minuten, das ist völlig reicht. Du kannst aber bis zu 4 Stunden einstellen. Schauen wir mal, ob das geht. Ne, 1 Stunde. Er lässt mich nur 1 Stunde jetzt die Zeit einstellen. Hier sehen wir die Temperatur, die ist jetzt aktuell bei 24 Grad. Das ist jetzt wahrscheinlich Raumtemperatur. Stellen wir mal auf 60 Grad. Das geht sogar noch heißer. Bis 70 Grad kann man machen. Gehen wir mal auf 60. Das dauert jetzt ein bisschen. Ich habe jetzt auch die Zeit 60 Minuten eingestellt als Timer. Sollte dann wahrscheinlich laufen. Irgendwann laufen beginnen.
Keine Ahnung. Wir sind jetzt aktuell bei 25 Grad. Okay, das dauert anscheinend ein bisschen. Während sie sich aufheizt, will ich euch etwas über die Magnetfeldprogramme erzählen. Die gibt es nämlich dann hier bei dem unteren Knopf. Die Matte ist jetzt übrigens schon bei 29 Grad angekommen. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Es wird hier angezeigt, jetzt bei 30. Also ich sitze jetzt drauf, ich spüre aber noch nichts. Warten wir einfach mal noch ein bisschen und ich erzähle euch über die 4 verschiedenen Magnetfeldprogramme. Zuerst gibt es die 3 Hertz Delta Gehirnwelle. Die stellt man mit P1 ein. Also du musst aufs Programm P1, dann hast du die. Das ist die schwächste und die kann bei Schlafstörungen helfen, bei Ein- oder Durchschlafproblemen. Das heißt, dieses Programm verwendest du vor dem Schlafengehen auf jeden Fall abends, egal wann deine Schlafenszeit ist, kannst du dieses Programm verwenden. Mindestens 20 Minuten solltest du dich auf die Matte legen. Längere Behandlungszeiten als 20 Minuten bringen für die Magnetfeldtherapie keinerlei Vorteil. Das schreiben sie auch in ihrer Anleitung. Also das kannst du dann für dein eigenes Wohlbefinden machen, wenn dir die Wärme gut tut oder zur Entspannung. Aber es bringt keinen Mehrwert mehr. Die Kristallwirkung hast du ja die ganze Zeit. Egal, ob du jetzt nur die Wärme nutzt. Die spüre ich übrigens langsam. Jetzt habe ich an meinem Po schon 35 Grad erreicht. Weiß nicht, ob man das sieht. Das ist rotes LED-Licht. Ich glaube, meine Kamera kann das nicht richtig aufschnappen. Und nur noch 56 Minuten Behandlungsdauer. Genau, und diese Kristalle, die verströmen ihre Wirkung die ganze Zeit. Diese Infrarotwellen, das ist ja das, was du als Wärme spürst, die dringen tief in deinen Körper ein. Keine Sorge, das ist super gut. Erstens mal fühlt es sich angenehm an als Wärme, aber zweitens hat es sehr, sehr gute Wirkungen auf deinen Körper. Und hier wird die Wirkung der Kristalle mittransportiert und zwar in Form von negativen Ionen. Der Jadekristall ist der grüne, der Turmalin, der schwarze und der Amethyst, der lilane, den wir hier auf den Matten sehen. Die sind immer abwechselnd in den Reihen hier angeordnet. Sieht super edel aus. Die pieksen nicht, also das Netz, das oben drüber ist, das Meshnetz, ist fest genug, aber man spürt, dass sich darunter Steine befinden. Aber kein Pieken, auch nicht spitz, also gar nicht wie eine Massage, einfach nur, man spürt, dass da was ist. Diese negativen Ionen, die da jetzt ausströmen, die jetzt auch schon auf meinen Poppes wirken, weil ich hier drauf sitze, die wirken wie Antioxidantien im Körper. Das heißt, Entzündungen können sich damit reduzieren. Freie Radikale können bekämpft werden. Freie Radikale ist das, was du in den Umwelteinflüssen draußen immer abbekommst, was schlecht auf deinen Körper ist, wogegen der Körper auch kämpfen muss. Die sind zum Beispiel auch dafür verantwortlich, dass die Haut altert oder schlaff wird. Also wenn wir was dagegen machen mit Antioxidantien, dann ist das sehr, sehr gut. Und das kann man natürlich durch Cremes machen, aber auch durch solche Behandlungen, durch diese negativen Ionen, die du natürlich nicht siehst, nicht spürst, nicht hörst, nicht riechst. Also deine Sinne werden sie nicht bemerken, aber du wirst es bemerken, weil du dich danach wahrscheinlich besser fühlst. Eine Wellness-Anwendung für Körper und Geist, und es ist jetzt hier für mich die erste Ganzkörperanwendung, die ich kenne, wo du negative Ionen auf deinen ganzen Körper bekommen kannst und die gleichzeitig auf deinen ganzen Körper einwirken. Die 3 Hertz Delta Gehirnwelle, die ist deshalb so gut bei Schlafstörungen anzuwenden, weil das genau die Frequenz ist, die dein Gehirn hat, wenn es sich in der Tiefschlafphase befindet. Das heißt, wenn du dein Gehirn schon diese Welle vor dem Schlafengehen zuführst, dann ist es schon mal in der richtigen Frequenz. Und das dürfen wir nicht unterschätzen, was die Frequenzen, wie die wirklich auf unseren Körper wirken. Wenn du so ein Video anschaust, dann hast du dich auch schon mal mit Meditation und Yoga beschäftigt. Und da gibt es ja das Om. Das Om ist so wirksam auf den Körper, weil es in einer ganz bestimmten Frequenz stattfindet. Und das führt dann zu absoluten Entspannung. Und diese Frequenz können wir auch hier erzeugen. Dazu komme ich gleich. Jetzt kommen wir erstmal zum Programm P2. Das ist die 8 Hertz Frequenz. Das ist die Theta-Gehirnwelle oder auch die Schumann-Resonanz. Das ist die natürliche Frequenz der Erde. Es heißt, wenn du dich gestresst fühlst oder dich aus dem Lot gerückt, einfach nicht wohl, zum Beispiel, weil du zu lange am Computer warst, du kennst das Gefühl sicherlich, zu lange am Schreibtisch, du fühlst dich nicht ausgeglichen, dann ist das genau, was dein Körper braucht. Du könntest einen Spaziergang unternehmen an der frischen Luft, ist auch sehr gesund.
eine Stunde oder so. Wenn du dafür aber keine Zeit oder Möglichkeit hast, dann leg dich 20 bis 60 Minuten auf die Matte und du bekommst hier im P2-Programm dieselbe Frequenz und kannst richtig runter entspannen. Und auch wenn du neue Kreativität finden willst, dann ist das auch genau die Frequenz, die du brauchst. Du kennst es bestimmt, wenn du viel draußen bist, dann kriegst du kreative Gedanken und dann kommst du wieder dazu, neue Ideen zu finden. Und da kann dir eben diese 8 Hertz Theta-Frequenz dabei helfen. Jetzt mache ich mal was. Jetzt möchte ich mich anlehnen. Habe ich gerade die Idee, denn man kann die Matte ja auch knicken. Das machen wir jetzt mal. Ah, besser. Dann kann ich euch jetzt hier, während die Matte auf mich wirkt, alles Weitere erzählen. Dabei werde ich immer mal die Temperatur überprüfen. Wir haben jetzt 45 Grad erreicht. Wir haben jetzt schon die Matte 11 Minuten am Laufen. 45 Grad fühlen sich jetzt bei mir sehr angenehm warm an. Und ich werde euch jetzt mal, ich erzähle euch gleich die 2 weiteren Programme, aber ich werde euch jetzt mal das Magnetfeld einschalten. Das geht hier bei dem untersten Knopf. Und wenn ich einmal drücke, bin ich im Programm P1. Darüber habe ich schon erzählt. Wenn ich nochmal drücke, komme ich auf P2, P3, P4. Und wenn ich nochmal drücke, dann ist das Magnetfeld wieder aus. Das heißt, ich kann jederzeit das Magnetfeld zuschalten oder abschalten und ich kann jederzeit die Magnetfeldtherapie verändern, während die Matte läuft und heizt und die negativen Ionen auf deinen Körper einwirken und du durch die Wärme super entspannt wirst und sich freie Radikale lösen. Oh, es wird immer angenehmer. Wir haben jetzt 55 Grad. Es fühlt sich überhaupt nicht heiß an. Ich finde es auch so schön, dass man auf der Matte sitzen oder liegen kann, wie man gerade Lust hat. Ich sitze jetzt hier gerne und rede mit euch. Und kommen wir zum Programm P3. P3 hat 10 Hertz und nennt sich Alpha-Gehirnwelle. Und das ist die Ohm-Frequenz. Diese Frequenz liegt genau in der Mitte der Kapazität der Hirnwellen, also des Hirnwellenspektrums. Und das tritt bei Meditationen auf, diese Frequenz. Das heißt, wenn du dich richtig grundentspannen willst, dann ist P3, die 10 Hertz Frequenz, genau die richtige. Diese Frequenz fördert die Achtsamkeit. Das kennen wir vom Achtsamkeitstraining oder auch von Meditation. Du wirst achtsamer, also für dein Hier und Jetzt, für das Wahrnehmen von dir selbst oder für das Abwerfen von Stress. Also Stressabbau ist in dem Programm P3 sehr, sehr gut möglich und außerdem soll es die Zellregeneration fördern. Und dass Yoga und Meditation beim Stressabbau hilft, das haben wir alle schon gehört und das wurde schon in ganz vielen Studien bewiesen, deswegen glaube ich da fest daran. Was jetzt hier natürlich schade, aber auch total klar ist, wir können diese Frequenz nicht sehen, ich kann sie euch nicht zeigen, ich kann sie einstellen. Ich kann dir sagen, wie ich mich danach fühle, aber ich kann sie dir leider nicht zeigen. Ich merke, wie ich langsam wirklich erhitzt werde. Wir haben jetzt 56 Grad, also wir sind fast bei meinen eingestellten 60 Grad angekommen und jetzt wird's warm hier, jetzt wird's richtig warm. Ich finde es aber sehr gut. Und dadurch, dass man hier so schön sitzen kann, kann ich mir das auch gut auf der Couch vorstellen. Die Matte ist ja total mobil, die kannst du überall hin mitnehmen. Du kannst dich am Boden legen, du kannst dich auf die Couch legen, kannst dich setzen, wie du magst. Du kannst sie dir sogar mit in die Arbeit nehmen und auf deinen Schreibtischstuhl legen. Aha. Für mehr Entspannung am Arbeitsplatz, wenn wieder die Kollegen oder die Kunden nerven. Nein, Spaß, die nerven ja nicht. Und jetzt Programm P4, da steigern wir die Frequenz nochmal, da sind wir auf 23 Hertz, die Beta-Gehirnwelle. Diese Gehirnwelle tritt dann im Gehirn auf, wenn wir im Alltag alltägliche Dinge meistern, wenn wir Dinge erledigen, wenn wir uns konzentrieren müssen und wenn wir Entscheidungen treffen müssen. Also ich glaube, jeder kennt das Gefühl, wenn man vor einer Entscheidung sitzt. Das ist nicht das Einfachste. Diese Frequenz habe ich vorhin jetzt gerade hier schon eingestellt, denn sie soll helfen, geistige Funktionen besser zu bewältigen. Und ich habe mir gedacht, für das Video, damit ich hier besser für euch sprechen kann mir diese Frequenz bestimmt helfen. Und ich merke, wie es auf jeden Fall schon was bewirkt. Es soll die Gedächtnisfunktion verbessern und die Konzentration fördern. Und das bewirkt ja dann eine Verbesserung des Gedächtnisses.
kann ich mich jetzt besser konzentrieren? Dadurch, dass ich jetzt nicht mehr so oft gesagt habe oder nicht mehr so viel rausschneiden musste, kann ich sagen, ja, es hat wahrscheinlich hier schon was bewirkt. Wie lange sitze ich jetzt hier drauf? Wir haben jetzt noch 40 Minuten Restzeit, also 20 Minuten habe ich jetzt schon, wobei ich muss ehrlich sein, ganz am Anfang habe ich es nicht eingeschaltet. Also wahrscheinlich wirkt es jetzt gerade 10 Minuten auf mich. Dieses Programm P4 anzuwenden, wenn du in einem Mittagstief steckst und dich danach neu für die Arbeit konzentrieren möchtest und mehr durchstarten willst. Die Matte hat jetzt übrigens 58 Grad erreicht. Ich habe dir alle Programme erzählt, also alle Funktionsweisen kennst du jetzt. Dann bleibt mir nur noch was zu erzählen, wie man die Matte aufräumt nach der Anwendung. Ich bin noch hier voll in der Anwendung. Ich lasse es jetzt auch noch, so lange wie das Video hier noch geht, weil ich muss dir sagen, ich finde das so angenehm, ich finde es so schön und ich werde sie unbedingt öfters verwenden. Und diese Wärme, die meinen Körper durchströmt, ist so angenehm und entspannt mich so dermaßen, obwohl ich ja hier gerade arbeite, also für euch das Video drehe. Oh, ich weiß jetzt schon, ich bin ein so großer Fan davon geworden. Aber lass mich nicht weiter abschweifen, sondern wie behandelt man jetzt die Matte nach der Anwendung? Also lass sie unbedingt komplett auskühlen, das ist wichtig, denn sie kann unter Umständen an manchen Stellen sehr heiß werden. Wenn sie dir übrigens zu heiß wird, du kannst die Temperatur jederzeit mit dem Sonnensymbol hier runter regeln. Du kannst sie auch jederzeit hochregeln, wenn sie dir nicht heiß genug ist. Wenn sie dann abgekühlt ist, dann kannst du sie noch reinigen mit einem sanften Tuch, nicht nass, ja? Wenn dann nur feucht oder mit 70%igen Alkohol kannst du sie desinfizieren, aber nicht nass machen. Das ist ganz wichtig. Du kannst ein sanftes Spray benutzen, schreibt Corner. Ich muss mal schauen, ob die auch ein Spray dazu verkaufen. Ansonsten schaue ich, dass ich eins raussuche, was ich dir dann verlinke. Ja, und wenn sie dann abgekühlt ist, dann nimmst du den Stromstecker, der kommt wieder in seine extra Verpackung, in dieses kleine Tütchen rein, dann hast du es parat und die Matte kommt in die große Tasche. Hier kommt alles zusammen rein. Du sollst nichts Schweres da drauflegen, denn dadurch können hier die Heizdrähte oder auch die ganze Elektronik beschädigt werden oder die Kristalle natürlich kaputt gehen. Bewahre sie an einem kühlen, trockenen Ort auf. Ich werde sie hier in meinem Büro, denke ich, stehen lassen oder auch auf dem Speicher. Hast du noch irgendwelche Fragen? Ich beantworte sie dir alle gerne. Schreib sie mir in die Kommentare. Und ansonsten, ich kann sie dir einfach nur schwer empfehlen. Ich bin ein super Fan jetzt schon geworden und ich freue mich über deine Erfahrungsberichte. Schreib sie in die Kommentare und bis zum nächsten Mal. Ciao!